Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Cthulhu und wir haben in der letzten Folge diese Walze gefunden, beziehungsweise müssen ja irgendwie den Code für den Tresor rausbekommen und das hat irgendwas mit den Büchern hier zu tun und den Hinweis, welche Reihenfolge diese drei Zahlen hier zu geben sind, die gibt uns die Walze, das stand auf irgendeinem Zettelchen. Und die Walze, die hören wir uns jetzt mal an, weil hier im Nebenraum stand ja irgendwo dieses Grammophon da. Okay, hier, oh, okay. Eine von Drake aufgezeichnete Nachrichten an. Zuhören. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Okay. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Das sagt mir jetzt auch überhaupt nichts. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Okay, es ist der 9. Band 3. Andersrum. Ist die 3 der 9. Band, also 9. Ich habe die Inhalte nicht mehr so im Kopf. Ich kann ja hier einfach mal den neuen einstellen. So. Zurück. Und jetzt natürlich... Mach Licht wieder an. Hier so nochmal nachfüllen. So. Und mal reinhören. Rote Tropfen, wo die Edelsteine in göttlichen Gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Okay, irgendwas mit einem Diamanten und einem Gral. Hier ist doch der Gral mit dem Diamant. The Chalice of Knowledge. Der Kelch des Wissens. Schnell mal die ganzen Bücher nochmal durchblättern. Drake talked about a particular volume. Ja gut, hier steht ja So keine these are the volumes Inhaltszusammenfassung. that Drake was talking about in his message. Oh. Ach nee, das sind gut, die Bücher, ja, schön. Salomon, okay. What did Drake say about this collection? Auch nichts mit irgendwelchen Drake Fragen. talked about a particular volume. Das ist bla bla bla, Toten vermisst zu beklagen, auch nicht. So these are the volumes that Drake was Astrologische talking about in his message. Vorhersagungen. What did Drake say about this collection? Bla bla bla, die Sammlung von Schriften verschiedenen Glaubensrichtungen. Auch nicht. Drake talked about a particular volume. Ferne Vergangenheit Europa und andere Kontinente für den Mittel, bla bla bla, Alphabet, das Stamm, auch nicht. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Universität. Ja, das war's schon. Da hat nichts irgendwo mit einem Edelstein oder mit einem Kelch oder irgendwas zu tun. What did Drake say about this collection? Oder hat er einen Namen nicht erwähnt? And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Henry? Das ist bei dem anderen. Spricht er denn auch mit Henry an? Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research.
I never tire of browsing through them. Mal gucken, ich gucke mal, ob es hier irgendeinen gibt, der Henry heißt. Drake talked about a particular volume. Epiderby. So these are the volumes that Edward Drake was Pickman talking Dorby. about. What did Drake say about this collection? Neuauflage von basiert auf den... nee. Drake talked about a particular volume. Benoit, bla 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 bla. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Eloine, bla bla, auch nicht. What did Drake say about this collection? Dieses Helena, fast Henry. Drake talked about a particular volume. Natalie M. Coplios. So these are the volumes that Drake William was R. talking about Sandbach. in his message. What did Drake say about this collection? Aber auch nicht. Hä? Das hilft mir einfach mal 0 weiter. Ich versuche mit der zweiten Walze, denn die erste kann ich durch 2 einen Error auch noch machen. Voraussetzt, die dritte stimmt. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Irgendwas mit Schicksal, Schachbrett. Keine Ahnung. Drake talked about a Vor allem, particular dass der volume. jedes Mal diesen Text da runterplappern muss. Das geht mir sowas von auf den Keks. Das sind irgendwelche Gedichte. So these are the volumes that Drake was talking about in his Rituale message. und Anrufungen von Fluchritualen. Nee, das bringt mir auch nichts weiter. What did Drake say about this collection? Man sagt, die Aufnahme, bla bla, von Publikum mehrere Tote vermisst zu beklagen worden. Bringt auch nicht wirklich. Drake talked about a particular volume. Nostradamus übersetzt für bla bla bla. Langfristige astrologische Vorhersagen und Versformel. Schön. So these are the volumes that Drake was talking Ja, about in his Stillzeichen zur message. Bewegung von Madame. What did Drake say about this collection? Bla bla, die Sammlung von Schriften zu verschiedenen Glaubensrichtungen wurden Philosophen, bla 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 bla. Ja, irgendwelche Glaubensrichtungen. Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Das hat überhaupt nicht der Inhalt, also das ist ja nicht wirklich der Inhalt, das ist ja nur so eine übelst kurze Zusammenfassung, wenn überhaupt, hat der mal 0 mit dem zu tun. Was habe ich nochmal Medizinkunde bekommen? Habe ich das letztes Mal vergessen? Anscheinend. Oder das hat sie nicht gespeichert, das kann auch sein. Das hat aber ja irgendwie mal 0 mit dem zu tun, was ich da, was an diesen Walzen erfahre. Das Einzige, was mir jetzt relativ sicher sein kann, ist die 9. Weil er das ja direkt sagt. Ja, das ist jetzt... Das ist jetzt zwar sehr langweilig, aber die einzige Möglichkeit, die ich jetzt noch habe, Trial and Error, keine Ahnung, was ist, warum ist es die Kombination, also wenn ihr das irgendwie wisst, was da der logische Zusammenhang ist mit dem Text, was der labert und den Inhalten von dem Buch, könnt ihr ja gerne in den Kommentaren schreiben, ich habe keinen blassen, woran es, was da der Zusammenhang ist. Das war ja sowas von kryptisch und unverständlich. Hui, die Bücher schweben.
Riverside-Institut. Der namenlose Buchhandlung verfolgte Pierce die Spuren eines versuchten Einbruchs. Er entdeckte, dass Charles Hawkins hinter dem Einbruch steckt. Pierce öffnete den Tresor des Buchhandlers und fand, was diese und Sarah Hawkins darin aufbewahrt hatten. Eine in Menschenhaut gebundenes Buchlachen-Tresor und zog den Detektiv unwiderstehlich an. Als er es öffnete, wurde sein Geist in einen anderen Körper projiziert. Aha. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Wer sind wir denn jetzt? Was den Patienten angeht. Wo steht unter Beruhigungsmitteln? Did you inject him with a tranquilizer? Marie Kohlen sind wir, okay. Not me, not anyone. Our stock is empty, yet again. Again? But there was enough for the whole island. More and more people are suffering from insomnia. We can't refuse to help. Of course. Any idea what this man might be undergoing? Was die What Patienten can you tell me angeht. about him? He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell asleep. 10 minutes ago, he curled up into a fetal position. I thought he was waking up, but no. Ach, sind wir das? Ist es jetzt in der Vergangenheit, dass wir jetzt die komische Ärztin sind, also diese Freundin von Bradley? Und das ist jetzt, wir hatten ja da diesen Anfall, wo wir wach geworden sind und dann haben wir dieses Beruhigungsmittel bekommen. Dann stimmen wir ja doch unter Beruhigungsmittel. Und das ist jetzt sozusagen dieser Zwischenabschnitt, wo wir geschlafen haben. Und da wurden wir anscheinend untersucht. I don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Ms. Baker. Who? You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Oh, I see. Do you have other questions? Ich habe doch gar nicht für die. Show me his file. That's not possible. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. Okay. Was für What are his Symptome? symptoms? His temperature has been going down. His skin losing its color. His body rigid. I closed his eyes myself. They were glassing over. I didn't want them to dry out, and I couldn't bear to look at the expression on his face. You did well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. Ich weiß genug. That'll do for the time being. Any idea what this man might be undergoing? Ich untersuche erstmal. Very well. I'll examine him. Kann ich jetzt in mein Dings reingucken? Achso, auf mich kann ich jetzt selber nicht klicken. Warte, kann ich mal gucken, ob jetzt hier... Marie Colden. Ah ja, genau, wir sind jetzt die Ärztin. Das ist ja die Freundin von Officer Bradley. Genau, die sind wir jetzt. Und hier... Oh. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky.
Mhm. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Hier sind wir nicht. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. Wir haben ja einen Bord und der hat ja hier keinen Bord. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Etwas im Bauch. Der Zustand seiner Glieder ist besonders zerreten. Er ist stark hydriert. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Wir vertrauen Dr. Fuller nicht. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Er wird langsam zum Fisch. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. Dein Körper verändert sich. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I Oh, pray Dr. that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? Den müssen wir so zerreden. Ich habe es noch nie gesehen. Die machen ein Monster aus ihm. Ich sag mal, seine Symptome sind besorgniserregend. These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, Doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does.
I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was eine Drohung? Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Vor allem, die ist ja gleich auf meiner Seite, ne? Die Beweise in einem versteckten Akt. Bisher ist nichts von Verbrechen die Rede. Halten Sie sich raus. Ich weiß, dass die versteckten Akt sind, aber ich kann ja noch nicht trauen. Vielleicht arbeitet die für Fuller. I disapprove of Fuller's methods, but his treatments have saved more lives than I can count. And Mr. Blake? You said yourself he was dying. I don't know what to think for now. What I'm sure of is that Fuller is hiding something from us. And I need to know what that is before I take a chance exposing him. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Na, wer wenn nicht. Blake. Kennen wir Blake schon? Irgendeinen Blake? Und jetzt sind ja die Toten hier. Fitzroff, Cat, Bradley, Winchester, Hawkins, Golden, das ist Tod, Fuller und Sanders. Okay, Blake kennen wir gar nicht. Achso, hier komme ich raus. Gut, ich habe keine Lampe. This place draws you in and never lets you go. Die Tage durchgestrichen. Chronic insomnia. Like half the island. Oh ja, hier sind ganz viele. Hay fever. What's he doing here? Was ist denn Heufieber? Doctor, please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Achso. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Kammerflimmern ist nicht das, wo man dann eigentlich einen Defibrillator nutzt. Also wenn du so Herzrhythmusstörungen hast. He broke his back in an accident down by the docks. Okay. Der guckt mich nicht mal an. Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? Was ist dort What passiert? did you see there? Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back. Perhaps. No idea. Passed out. Kann ich mal mit ihm reden? I'll just sleep a bit more. Nee. Der Omi, aber mit der kann ich doch hier. She recently came back from the surgical block. She's stable.
Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Okay, er konnte sie anscheinend retten. Fuller ist wahrscheinlich anscheinend ein guter Arzt, aber mit ein bisschen fragwürdiger Moral. What is the boiler room key doing here? The key to the boiler room. Not where I expected to find it. Okay, mitnehmen kann ich ihn aber auch nicht. Woran erkennt die denn gleich das? Oh, der Schlüssel vom Heizungsraum. Intoxication from breathing organic vapors. Mit dem kann ich nichts machen. Hatte ich hier schon drin? Nee, wahrscheinlich nicht. Wer bist du? Why did nobody tell me about her admission? Irene Sanders. Aha. Dieses Akte wird der Zustand beschrieben, in dem Irene Sanders in das Riverside-Institut eingeliefert wurde, sowie die verabreichte Behandlung. Fuller fügte handschriftlich eine Notiz hinzu. Er empfiehlt, sie in den psychiatrischen Flügel zu verlegen, um ihr die Ruhe und Erholung zu geben, die sie benötigt. Ach ja. Mrs. Sanders? Nee, die schläft. Okay, ich weiß halt nicht, wo wir zeitlich sind. Sind wir jetzt in der Vergangenheit? Oder sind wir jetzt parallel? Dass wir das jetzt einfach so erleben? Wir sind halt mit, Pierce ist halt, in die Bücherei, sag ich schon, in den Buchladen gegangen, hat ja dort rumgesucht, hat das Buch gefunden, plötzlich, und sieht jetzt in den Augen von Mary, hieß sie, glaube ich, was sie gerade macht. Weil sie sitzt ja bestimmt nicht da in diesem Anwesen rum und macht halt nichts. Muss ja immer noch, trotzdem noch arbeiten und alles. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Insomnie? Was ist denn Insomnie? Das ist leer, okay. Was haben wir hier? Was ist mit dem Gürtel da? Wo hat der blutige Hände? Und blutigen Mund? Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. Die klinische Untersuchung heißt, ich gucke ihn einfach nur scharf an. His binds left bloody wounds. He bit his lips so much, they're still bleeding. Er hat White jetzt die Lippen gebissen. evidently because of such drooling. So, Doctor, what should we do with this patient? Patient wurde falsch behandelt. Wurde er das? Weiß ich aber nicht, ob er falsch behandelt wurde. Those basement brutes tied him up too tight and now he's hurt. I keep trying to heal his wounds, but he reopens them. Do you have a diploma as a nurse? Excuse me? So take care of this man. Alter, übelst pissig, ey. Sind Sie eine echte Krankenschwester mit Abschluss? Übelst angepisst, ey. Was macht sie jetzt? Steht einfach nur rum. Okay, geht mal raus in den Flur. Achso, ich muss in Fullers Büro gelangen. Hawkins Wing, okay. Also hier ist Rezeption. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... Also, Besucher halt, ne? I don't get why they have us waiting so long. Almost no patients here. Hey, übelst viele, ist alles voll. Bentley!
Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? Warum? Medizinkunde Meister. Wir sind ein schlechter Lügner. Also die Frage, habe ich diese Skills abhängig davon, wie viel ich in Pierce investiert habe, oder hat es einfach Marie einfach so, dass sie gut in Psychologie und in Medizinkunde ist? Sie sind ein schlechter Lügner. You're not here for treatment, right? Am I so obvious? Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Me too, Ethan. Is that all? Well, there might be something else. I'm not sure. Tell me. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. Es ist wie eine Erkrankung, sind nur erschöpft. Nee, wir nehmen das schon ernst. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh. There's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Ich setze die einfach wieder hin. Dr. Colden. Angenehm. Do you want something? Okay, dann rede ich halt nicht mit dir. Where did my fiancé go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. Vor allem aufhören, dass die ganzen Patienten mich so anquatschen, mir irgendwelche Fragen stellen. Und ich starre sie einfach nur an, ohne was zu sagen. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Okay. Please. The fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. Sollten die Tür wieder zumachen, dann halt nicht. Dann lasse ich die Tür halt offen. Was haben wir hier? In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Achso, der fehlt ja, aber da wissen wir, wo der ist. Dr. Fuller always keeps his key with him. Er hat seinen Schlüssel immer bei sich. Warum haben die dann hier einen Platz? Sogar noch drauf geschrieben, dann können sie doch sagen, ja, Fuller hat seinen Schlüssel immer bei sich, den packen wir dann, nehmen wir das da halt weg. Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. Was ist der Schlatzhalbe? What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. I saw him, yes. It's always the same thing. They bring them up, without any explanation, with a multitude of self-inflicted injuries. We take care of the wounds, and then they leave. Each time, I feel like I'm sending them back to hell. Their affliction is not our responsibility. You cannot save everybody, Doctor. Ja, bin jetzt ja nicht so gewissenhafte Krankenschwestern irgendwie. This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? Ach, da sind wir, das ist unsere Krankenakte.
Oktober 1924. Dieser Akt ist unvollständig und Behandlungsdetails sind nicht vermerkt. Die übliche Praxis wurde hier nicht befolgt. Okay. Wir sind anscheinend was Besonderes. Hallo? Okay, du willst nicht mit mir reden? Du auch nicht. Dann gehen wir mal doch hier rein. The operating room is never accessible after an operation. Dann war es einfach ein komischer Dude, der da drin rumläuft und rumschnüffelt. Dass er eine Ärztin ist, die sauber macht, kann ich ja noch verstehen, aber das ist einfach irgend so ein... Sieht aus wie so ein Dockarbeiter irgendwie, nicht wie ein wirklicher Arzt. Let's hope I can go through the administration office. Thomas, da komme ich nicht. Ach so. Ach ja, das ist auch eine Tür, okay. Hallo, mit dir kann ich nicht reden. I don't have any business in the boiler room. Der liegt hier einfach auf dem Gang. Auch nicht schlecht. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan? Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. Die haben wir irgendwas Interessantes belauscht? Keine Ahnung. The doses prescribed by Fuller are far too high. Rezept. Ein Rezept für Barbiturate, ausgestellt von Dr. Fuller. Ich hätte vielleicht vorher ein Medizinstudium machen sollen, damit ich hier die ganzen medizinischen Fachbegriffe verstehe. Ich habe keine Ahnung, was Barbiturate sind oder für was man die verwendet. Also Barbiturate ist wahrscheinlich irgendeine Medizin, aber gegen was? Le humeur delinquente. Die pseudowissenschaftliche Abhandlung von Cesare Lombroso setzt die Morphologie eines Menschen in den Kontext zu dessen krimineller Veranlagung. Die Ernsthaftigkeit der Studie und die Genauigkeit der Demonstration können einen uninformierten Leser täuschen. We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, but Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. Tja. We've been waiting to be restocked for weeks. Achso, der Regal plus. Gut. Block A. Achso, nee, hier war ich ja schon, ne? Ja. Administration. Oh, wie sieht's denn hier aus? It's so unfair. Hallo? Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Kann ich jetzt für sie das Wasser einstellen? Also auch bloß nur so, Ich dachte, es gibt kein Wasser.
Man könnte sagen, okay, es ist automatisch, dass so ein Hahn aufdreht, einfach rauskommt. Die Pumpe ist abgeschaltet. Dass sie jetzt hier per Hand gepumpt hat. Aber was irgendwie jetzt dagegen spricht. Wo ist der hier sonst normalerweise der Wasserhahn? Ich kann ja mal das Ding noch untersuchen. It's temperamental, if I understand correctly. Ja, das ist die einzige Wasserzufuhr. Und sie kann auch trotzdem Wasser schöpfen. Und was ich schön gemacht finde, dass das Wasser rauskommt und das Nebel sich da wirklich füllt. Und nicht einfach so plötzlich blub, voll ist. Na gut, aber hier, ich glaube, die nächsten Räume, da können wir noch rein und da vielleicht noch irgendwie. Da geht es bestimmt nicht nach unten. The answers must be hidden in Fuller's office. Ja, da können wir auf jeden Fall nicht rein. Das ist unten dieser komische verbotene Abschnitt. Und das hier ist irgendein Lagerraum. Und da gucken wir in der nächsten Folge rein. Und in der Administration. Und dann natürlich noch in Fullers Büro, wo wir anscheinend ja nicht rein dürfen. Beziehungsweise vorher vielleicht nochmal den Keller. Vielleicht können wir jetzt auch den Schlüssel mitnehmen für den Heizungsraum. Mal schauen. Muss ich mir merken, ob wir in der nächsten Folge das mal machen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.